Moin aus dem Wunderland. Heute haben wir wieder eine ganz spezielle Folge. Unsere Heike, die man ja vielleicht schon des Öfteren gesehen hat im Fernsehen, beziehungsweise auf YouTube, die hat eine ganze Menge neue Geschichten erfahren. Zum einen gibt es einen neuen Motor, es gibt neue Akkutechnik und das Beste ist, sie ist komplett neu gestrichen worden. Das heißt, sie hat eine komplett neue Außenhaut bekommen und wir haben noch einige Sachen verbessert, die über die Zeit aufgefallen sind, über diese doch 17 Jahre inzwischen, die dieses Schiff jetzt schon da oben auf unserer großen Wasserfläche unterwegs ist. Diese 30.000 Liter Wasser hinterlassen natürlich ihre Spuren, unter anderem an Kalkrändern, an der Flanke und natürlich ist auch der Rumpf nicht mehr ganz dicht gewesen. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir mal das Strahlruder getauscht. Das haben wir auch schon mal in der YouTube-Folge gezeigt. Aber einen so kompletten neuen Umbau, das haben wir eigentlich noch nie gemacht. Und vor allen Dingen fließt hier jetzt alles ein, was wir über die 17 Jahre an guten Sachen erfahren haben, durch den Betrieb da oben, in dem ja doch ganz kräftig speziellen Wasser. Das sehen wir heute. So, die alten Schiffe, die waren natürlich alle aus einem Polystyrolrumpf beziehungsweise GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff für die Fachleute unter uns. Und dieses Material leidet, zumal die Schiffchen auch zum Teil mit unterschiedlichsten Materialien zusammengebaut wurden. Zum Teil wurde auch Holz eingesetzt. Holz verzieht sich leider und dementsprechend ist doch mal das eine oder andere Schiff leckgeschlagen. Das ganz große Problem ist das Wasser selber. Unser Wasser hat natürlich die Eigenschaft, gerne mal unter die Schiffshaut zu kriechen. Und dann gibt's Blasen. Ich habe immer scherzhaft gesagt, das ist unser künstlicher Muschelbesatzlack. Sieht aber trotzdem doof aus. Und ich habe seinerzeit mal ein Schiff, die Pacific, mit einem GFK-Lack behandelt. Quasi wie ein richtiges Schiff, was auch draußen auf der Elbe fährt. Dieses Schiff hat den Vorteil, dass nicht ein einziger Pickel an der Wand zu sehen ist, im Gegensatz zu allen anderen Schiffen, die alle irgendwelche verpickelten Außenhäute haben. Und das wollten wir hier mit der Heike auch machen. Und deswegen ist die komplett lackiert worden. Das heißt, einmal runtergeschliffen, der ganze Lack, und dann neu lackiert worden mit einem Lack, der auch im Original-Bootsbau benutzt wird. Die Heike ist eines unserer allerersten Schiffe. Wir hatten damals 3, mit denen wir angefangen haben. Und die Heike, bei der hatten wir schon damals eine ganze Menge ausprobiert. Unter anderem verschiedene Propellerschrauben, und auch Antriebstechnik, zum Beispiel Schrauben, die wir übereinander gesetzt haben und gegenläufig haben drehen lassen. Höllenaufwand, leider nicht funktionsfähig, weil zu leicht Wasser reinkommt. Bei dem Schiff haben wir jetzt hier eine ganz andere Geschichte eingebaut. Nachdem wir die Welle zum Beispiel die ganze Zeit immer gerade eingebaut haben in alle Schiffe, haben wir jetzt gesagt, wir bauen die etwas schräg ein. Das heißt, die Welle sitzt jetzt nicht mehr gerade, sondern etwas schräg im Rumpf, was zur Folge hat, dass natürlich das eindringende Wasser in die Welle nicht oben rausschwappen kann, weil oberhalb des Wasserspiegels, das funktioniert nicht. Deswegen haben wir das so gemacht. Das ist eines von vielen kleinen Errungenschaften über die vielen, vielen Jahre. 17 Jahre, wie gesagt, hat das Ganze schon gedauert, bis wir uns entschlossen haben, das Schiff jetzt komplett neu aufzubauen. Im Grunde ist es ein kompletter Neubau, mit dem Unterschied, dass wir die alte Außenhaut behalten, also den Rumpf, und am Ruderhaus. Da haben wir auch nicht viel gemacht, das ist so geblieben. Aber was hier drin passiert, das ist das Spannendste überhaupt. Denn jetzt haben wir endlich mal Zeit, uns ein Schiff komplett vorzunehmen und komplett von vorne bis hinten mit allen guten Sachen, die wir bisher herausgefunden haben, neu aufzubauen. Dadurch, dass wir das Schiff hier komplett umbauen, haben wir auch die Chance, mal komplett auch neue Technik zu verbauen. Zum einen gibt es unsere alten Fernsteuerungen nicht mehr, die mit diesem Quarz unterwegs waren. Deswegen sind wir umgeschwenkt auf 2,4 Gigahertz Technik digital. Soll heißen, wenn wir das Schiff irgendwo parken, dann können wir auch die Fernbedienung ausschalten. Das Schiff hört nur dann, wenn es auch Befehle für diesen Kanal bekommt.
Zum Zweiten, wir haben hier einen neuen Motor eingebaut, das geht auch nur dank dieser neuen 2,4 Gigahertz Technik, einen sogenannten Brushless Motor. Der hat keine Bürsten mehr, die in irgendeiner Form Abrieb erzeugen, der sich dann im Schiff sammelt. Dadurch haben wir allerdings auch einen Motor, der wesentlich kräftiger ist und den können wir auch ein bisschen feiner justieren, sprich in der Geschwindigkeit anpassen, dass es vielleicht zum Beispiel so aussieht, dass der Motor immer dreht, sprich der Gast immer die Schraube, den Propeller sich drehen sieht und damit ein realistischeres Bild entsteht. Dazu kommt allerdings auch noch eine neue Akkutechnik. Ich darf das mal eben zeigen. Das sind unsere neuen Akkus. Diese Akkus sind hervorragend. Endlich bewegen wir uns mal auf Lithium-Ionen-Basis. Diese Akkus sind kurzschlussfest. Das heißt, der Kollege Svenno hat mir das Ding hier in so ein wasserdichtes Gehäuse gebaut als zusätzliche Option und die Ladeelektronik befindet sich jetzt beim Akku in diesem Akkupack, in dem wasserdichten Gehäuse. Soll heißen, die Schipper, die müssen sich jetzt keine Gedanken mehr machen, welches Schiff hat welchen Akku drin, wie muss ich den laden. Wir brauchen jetzt bloß noch ein Netzgerät, stöpseln das hier an, beziehungsweise stecken das am Schiff an, das zeige ich euch nachher noch. Und dann geht Strom rein, bis der Akku voll ist und die Ladeelektronik im Schiff sagt, so, jetzt brauche ich nichts mehr. Das sind alles so technische Geschichten, die einfach dazu führen, dass die Schiffe erstens sehr lange unterwegs sein können und unsere Skipper oben sich nicht viele Gedanken machen müssen, mache ich etwas falsch. Und das hilft uns ungemein, diese Schiffchen die ganze Zeit fahren zu lassen, ohne irgendwie groß Arbeit zu investieren. Neben der ganzen anderen Technik, die wir ja schon eingebaut haben, habe ich natürlich auch die ganze Beleuchtung neu installiert. Das heißt, überall hier an den Flanken gibt es neue LEDs, alle in ein und derselben Lichtfarbe logischerweise, damit das schön leuchtet. Was ich nicht angerührt habe, ist natürlich das Ruderhaus. Das war ja schon alles verdrahtet und das bleibt auch so. Hier vorne fehlt uns allerdings jetzt noch ein Mast. An dem Mast ist noch eine Positionslampe, die nach vorne leuchtet. Das Schiff, was einem entgegenfährt, soll ja auch wissen, was einem so widerfahren kann auf hoher See, damit es keine Kollision gibt. Das mache ich jetzt mal eben noch. Natürlich wollen wir hier ein realistisches Bild der fahrenden Schiffe zeigen. Sprich, es sieht völlig bescheuert aus, wenn die Schiffe da draußen auf dem Wasser die Züge überholen. Das heißt, wir müssen hier in Originalgeschwindigkeit fahren. Das heißt, fürchterlich langsam. Dass dadurch der Job des Skippers nicht der spannendste ist, ist auch klar. Aber dadurch ist das Bild wesentlich realistischer. Und Fullspeed ist hier überhaupt nicht angesagt. Wir hatten mal einen Kollegen, der hat so doll Gas gegeben, dass er dann ein Verbot gekriegt hat, die Schiffchen zu fahren. Viele Leute fragen mich immer, Gäste oder Fernsehteams, welches denn mein Lieblingsschiff ist im Miniatur Wunderland. Das konnte ich bisher gar nicht sagen. Ich schwöre euch, das hier wird mein Lieblingsschiff, weil das am wenigsten in der Werkstatt sein wird, weil alles, wie gesagt, was wir in Erfahrung gebracht haben über die vielen Jahre, jetzt hier einfließt. So, ich habe euch mal einen kleinen Einblick gegeben über die neue Technik von unseren Schiffchen, die wir in Zukunft halt eben wirklich in alle Schiffe einbauen wollen. Das ganze Licht, was hier verbaut ist, das muss natürlich jetzt noch verdrahtet werden, richtig, also da fehlt noch ein bisschen was. Hier noch so ein bisschen was abgebrochen, das ersetzt werden muss. Hier an der Reling noch ein bisschen was ergänzt werden muss. Und vor allen Dingen die Fahrelektronik, die muss noch komplett verdrahtet werden, bevor das Schiff ins Wasser kann. Ich freue mich aber, wenn das Schiff nachher im Wasser ist und dann möglichst, hoffentlich 5 Jahre lang durchhält. Ne? Drückt mal die Daumen!